So, nächstes Video, da bin ich wieder. Ja, eine Woche ist vergangen ungefähr, würde ich sagen. Und ich habe beim letzten Mal ja angekündigt gehabt, dass ich jetzt dann eine kleine Einleitung geben werde, wo ich erzähle, worum soll es nochmal ganz, ganz konkret gehen. Beim letzten Mal, sind wir mal ganz ehrlich, der Sinn und Zweck des Videos war es, einfach mal ein bisschen in die Kamera zu reden, ja. Mich ein bisschen anzufreunden mit dem kleinen Geist dort vor mir. Da auch reinzugucken in die Kamera, mal zu gucken, hey, wie funktioniert das alles ganz genau, die Aufregung loszuwerden. Und ich bin der Meinung, es hat sich seit letzter Woche viel getan, fühle mich auf jeden Fall deutlich wohler. Aber so ist es ja immer, ne? Man fängt mit irgendwas an und muss da erstmal reinwachsen in die Rolle. Und ja, insofern heute mal das Video mit ein bisschen weniger Aufregung und mit ein bisschen mehr Inhalt. Beim letzten Mal war es ja doch sehr, sehr oberflächlich. Für mich ist es so, ich habe mir gedacht, wir gehen noch mal ein bisschen in die Vision des Channels rein und worum es ganz konkret gehen soll, denn da ist nicht alles beim letzten Mal mit rübergekommen. Für mich ist es so, um das mal gleich mit reinzugeben, das Allerwichtigste für diesen Channel, mein Ziel ist es, so eine richtig geile Community aufzubauen, gewissermaßen. Mir geht es einfach darum, ich habe Bock, dass die Leute auf den Channel gehen und sich denken, yes, neues Video, gucke ich mir an, habe danach gute Laune und habe auch vielleicht dann die Motivation, Sachen zu teilen von mir, in die Kommentare irgendwelche geilen Erlebnisse reinzuschreiben. Denn ich habe es jetzt zum Beispiel so gehabt, dass ich in den letzten 8 Wochen so ein Gruppencoaching hatte in einer gewissen Art und Weise und boah, das hat so gut getan, einfach Sachen von sich erzählen zu können, aber auch Eindrücke von anderen Leuten zu bekommen, aus dem Leben von den anderen Leuten. In der WhatsApp-Gruppe, die wir zum Beispiel in dieser Gruppe hatten, Erfahrungen zu teilen und am Leben von anderen Leuten teilzuhaben. Weil einerseits ist es möglich, dass man dann sieht, hey, ich bin nicht allein mit meinen Problemen, das geht anderen Leuten genauso. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, man ist so schnell im Alltagstrott mit drin, ja, und vergisst da manchmal, dass es auch coole Seiten am Leben gibt. Und das hat so wie so ein Schneeballeffekt. Ja, der eine fängt an damit, dann hat der andere Bock vielleicht auch von sich was zu erzählen. Und so geht das immer hin und her. Wie jetzt mit den Videos bei mir zum Beispiel. Ich rede jetzt hier einfach und jemand sieht das, denkt sich, boah, Hammer, das passt, das ist gut. Ich teile es mal mit einem Kumpel so und der teilt es dann auch wieder und so stelle ich mir das vor. Einfach eine richtig geile Community, wo man sich gegenseitig hilft und motiviert. Das auf jeden Fall, das ist die Idee von dem Channel, kann man sagen. Und deswegen, wenn ihr das cool findet, was ich hier mache, teilt es einfach. Schickt es euren Freunden, wenn ihr denkt, ey, das könnte ihnen gefallen, das könnte ihnen auch gerade helfen. Die sind vielleicht auch gerade in einer schwierigen Phase, sind nicht so motiviert, nicht so positiv drauf. Einfach mal weitergeben. Vielleicht kann ich ja ein bisschen mit meiner Energie die Leute anzünden. Genau. Das ist die Idee vom Channel, auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr im Detail. Dann darüber hinaus, ja, was sollen die Videos eigentlich genau bewirken? Ich habe es beim letzten Mal schon ein bisschen angerissen gehabt, sehe es aber so, dass wir da nochmal im Detail kurz mit drüber sprechen. Ich stelle es mir so vor, dass wenn jemand so ein Video sieht, dass er einerseits inhaltlich was mitnehmen kann auf der rein logischen Ebene, das finde ich ist aber gar nicht mal unbedingt das Wichtigste. Ich finde, ich habe bei mir gemerkt, das Wichtigste ist, dass Sachen einen auf einem emotionalen Level erreichen, kann man sagen, weil dann fühlt man es richtig und die meisten Sachen fallen einem erst dann so richtig leicht und die kann man auch erst dann umsetzen, wenn man sich einfach tief drin, ja, berührt fühlt, würde ich mal so sagen. Weil dann kommt einfach von sich aus diese Energie und dann geht man Sachen auch mal wirklich an. Sachen, vor denen man einfach bisher unglaublich viel Schiss hatte teilweise. Da braucht man Kraft und Motivation. Und die Videos sollen genau diese Kraft geben. Ja, ich bin das beste Beispiel dafür. Meine Güte, ich habe so viel Schiss vor so vielen Sachen gehabt. Teilweise bestimmt immer noch hier und da ein bisschen was. Aber jetzt mal ehrlich, jeder, der mich kennt, zum Beispiel aus meinem privaten Umfeld, der hat immer gemerkt, ja, nach außen hin wirkt der schon so, als wäre der ganz okay vom Selbstbewusstsein her. Aber die Leute, die mich wirklich gut kannten, die haben gemerkt, puh, der hat ganz schön viel Schiss vor vielen Sachen, der macht sich ganz schön was vor. Und ja, dafür sollen die Videos halt einfach da sein, dass man sich traut, Dinge anzugehen im Leben. Da fange ich an bei kleinen Sachen, zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Wohnung um und räume jeden Tag auf, beispielsweise, wenn einen das eigentlich abfuckt, ne, man sich da nicht zu motiviert bekommt. Das ist eine kleine Sache. Das kann aber auch gehen bis zu ganz, ganz großen Sachen, wo man extrem viel Schiss vor hat. Um so ein paar Beispiele zu nennen, ich will eigentlich abnehmen, probiere das seit Jahren, kriege das aber einfach nicht hin, weil ich mich nicht motiviert bekomme, mein Umfeld mich nicht motiviert dazu oder vielleicht mein Umfeld mir es auch noch schwer macht. Ne?
weil man zur Arbeit geht und sich eigentlich gesundes Essen mitnimmt und dann kommen komische Blicke, hey, jetzt willst du abnehmen, wird doch sowieso nichts. Ja, das sind schöne, schöne Themen. Ähm, Das ist zum Beispiel eine Sache, wo man einiges an Kraft brauchen kann. Was fällt mir noch spontan ein? Wenn man nicht zufrieden ist im Job und da einfach Angst hat, ja? Jeden Tag zur Arbeit geht und sich denkt, what the fuck am I doing here? Ne? Was soll der ganze Quatsch? Auf der anderen Seite, man ja aber Geld braucht, wer hätte es gedacht, zum Überleben und sich da zu trauen, einen Neuanfang zu starten, wo man vielleicht auch keine Garantie hat, ob es wirklich was wird. Das sichere Feld verlassen, vielleicht ist man schon Beamter gewesen, hat für sein Leben ausgesorgt eigentlich und denkt sich aber, nee, ist nicht das Richtige für mich. Da den Mut zu fassen, nochmal zu studieren, eine neue Ausbildung zu machen, das habe ich ja zum Beispiel auch durch das, ja, wenn sowas klappt, wäre halt auch mega nice. Das werde ich auch mit versuchen. Mir fällt noch spontan ein, das Thema Beziehungen. Bin in einer Beziehung drin und fühle mich nicht wohl beispielsweise mit meinem Partner, traue mir aber entweder nicht, die Sachen anzusprechen, weil ich Angst habe, er nimmt das falsch auf, oder ich bin einfach so tief unglücklich und weiß vielleicht schon seit langer Zeit, dass ich mich trennen möchte, traue es mich aber nicht, weil ich einfach Angst habe, alleine zu sein. Machen wir uns mal nichts vor. Das ist ein Thema für viele Leute. Und die Videos sollen genau zu diesen Themen einfach Motivation und Kraft geben. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das Leben kann viel zu geil sein. Also jeder Tag kann schön sein, egal was passiert. Es ist am Ende alles im Kopf. Was man daraus macht, wie man sich fühlt, wie motiviert man ist, welche Einstellung man hat zu der ganzen Sache. Und wie geil wäre das denn bitte, ja? Also ich finde, jeder hat es verdient, glücklich zu sein, ausnahmslos. Egal, was er bisher gemacht hat in seinem Leben. Egal, wie er sich bisher verhalten hat zum Beispiel. Jeder hat es einfach verdient, glücklich zu sein. Und zum Glücklichsein braucht man manchmal einfach ein bisschen ja, Unterstützung, dass jemand einem unter die Arme greift und so ein bisschen eine kleine Starthilfe gibt. Und dann kommt alles von ganz allein irgendwann ins Rollen. Ne? Das ist es wie mit allem. Aller Anfang ist schwer, kann man sagen. Wie mit meinem letzten Video zum Beispiel. Da habe ich mir auch absolut ins Höschen gemacht und hey, jetzt ein Video später geht's schon. Einfach weil ich auch von außen viel Support bekommen habe und die Leute schon positiv reagiert haben. Auch wenn es beim letzten Mal vielleicht nicht gut war. Ja? Die Leute haben trotzdem gesagt, ey geil, mach weiter, das hat Potenzial. Ja, und ich fühle mich heute schon einfach tausendmal wohler als beim letzten Mal. Und insofern, das ist die Idee mit den Videos. Leuten unter die Arme zu greifen, eine kleine Starthilfe zu geben und ja, das Beste mit draus zu machen, würde ich mal sagen. Es wäre einfach mega geil, weil das ist dann, wie ich gerade eben schon sagte, sowas wie so ein Schneeballeffekt, ja. Jemand, der jetzt aktuell vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, auch Leute um sich herum positiv zu beeinflussen, hey, wenn der anfängt zu leuchten auf einmal, das kriegen auch die Leute in seinem Umfeld mit. Und das finde ich ist eine übelst geile Vision, zu sagen, hey, man schafft es nach und nach über die Community, die ich schon angesprochen hatte, die Welt ein bisschen ins bessere Licht zu rücken. Es ist einfach viel, viel schöner. Und ja, das ist mein Ziel, dass wir da nochmal im Detail ein bisschen mehr machen können. So, genug gelabert, erstmal drumherum. Kommen wir mal ein bisschen zum Inhaltlichen. Ich unterteile meinen Channel in 5 große Punkte. Ja, zu den 5 großen Punkten, die ich jetzt gleich nennen werde, habe ich immer noch kleine Unterpunkte mal mit aufgezählt, um schon so ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, was damit genau gemeint ist. Ja? Ein paar Beispiele, damit man sehen kann, in welche Richtung das geht. Und was ich da gleich mit vorweggeben möchte, ist, das sind teilweise sehr unterschiedliche Themenbereiche und na klar, nicht jeden interessiert alles. Das ist mir vollkommen bewusst. Der eine findet Thema A vielleicht voll spannend und Thema B ist eigentlich nicht so sein Ding. Das ist auch vollkommen okay. Was ich nur gleich mit sagen möchte ist, die Sachen gehören irgendwo alle mit zusammen, weil am Ende des Tages ist es einfach das Leben. Und um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, es würde, wer hätte es gedacht, auch um Sport gehen auf meinem Channel, um Ernährung, Training und alles, was dazugehört. Jetzt gibt es Leute, denen ist es einfach nicht wichtig, wie sie aussehen. Und das ist komplett in Ordnung. Ja? Wenn man sich wohlfühlt, perfekt, da ist schon die Mission erreicht. Nichtsdestotrotz, in diesen Videos stecken auch inhaltlich noch viele, viele Dinge mit drin. Ja? Herangehensweisen an den Alltag, ans Leben, die in anderen Bereichen auch wieder ganz, ganz viel bewegen können. Heißt, ab und zu mal reinschauen, auch wenn einen vom ersten Anschein her ein Video vielleicht nicht interessiert, kann sich immer mal lohnen, weil da ist immer so ein bisschen Sternstaub mit drin in den einzelnen Videos. Manchmal drifte ich vielleicht auch ab in allgemeinere Themen, die dann nicht unbedingt was mit diesem Überthema zu tun haben. Insofern genau, das mal als kleine Einleitung dazu. So, habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil das doch ganz schön viel ist. Der erste große Punkt, das erste große Thema, Persönlichkeit.
Ähm, Zum Thema Persönlichkeit dachte ich, ist mir so, dass ich auf viele verschiedene Themen eingehen möchte, die dazu sorgen, dass man, wie ich es beim letzten Video schon meinte, zu sich selbst findet, herausfindet, was man machen möchte. Denn als ersten Unterpunkt hatte ich mir da aufgeschrieben, Thema Angst. Hatte ich gerade schon angerissen. Meistens, wenn man Angst hat, Dinge zu tun, ja, dann kommt man nicht dahin, wo man hin möchte. Das hält einen zurück und sich dieser Angst zu stellen, das kann sehr schwer sein. Und da gibt es hier und da ein paar Mittel und Wege, das gehört alles mit zusammen, wie man einfach Ängste überwindet. Ja? Und das ist zum Beispiel der erste große Unterpunkt bei mir. Dann habe ich mir dazu weiterhin aufgeschrieben, sich selbst lieben und akzeptieren. Verdammt, also das ist ein riesen Thema, denn wenn man sich selber nicht liebt und akzeptiert, ist man auf Liebe und Akzeptanz von außen angewiesen in irgendeiner Form, ja, damit man sich gut fühlt. Also so habe ich es zumindest erfahren. Bei mir war ein Tag nicht gut, wenn ich nicht in irgendeiner Form von außen eine Bestätigung bekommen habe, hey, du bist cool, oder irgendjemand hat gesagt, hast du gut gemacht. Wenn ich auf Arbeit zum Beispiel Leistungen vollbracht habe oder im privaten Umfeld, habe was gemacht und Leute haben mir da keine Rückmeldung gegeben oder haben mir sogar gesagt, das war Kacke, was ich gemacht habe. Der Tag war scheiße, das kann ich schon mal verraten. Und ja, da gibt es Mittel und Wege, wie man da hinkommt, dass man von außen fast bis gar nicht mehr beeinflussbar ist. Und das ist auch ein Riesenpunkt zum Beispiel, ist auch ein Beispiel aus dem Bereich Persönlichkeit. Ähm, Als nächstes hatte ich mir aufgeschrieben, Glücklichkeit, mh, eine neue Perspektive aufs Leben zu bekommen. Weil es geht ganz schnell, dass man in dieser das Glas ist halb leer Mentalität landet und alles, was passiert, ist irgendwie negativ. Ja? Man gibt allem irgendwie eine negative Bedeutung und ich kann euch nur sagen, es ist sehr geil, wenn man jeden Tag startet und einfach aus dem Bett rausfällt und sich denkt, boah, das wird ein geiler Tag. Selbst wenn nichts ansteht. Egal, ob jetzt irgendein cooles Treffen oder irgendein cooler Termin auf Arbeit oder so ansteht. Selbst wenn das alles nicht vorhanden ist, der Tag kann trotzdem unheimlich geil werden. Kleine Warnung an der Stelle, die Leute denken vielleicht, ihr habt ein bisschen was genommen oder seid auf einmal ein bisschen verballert, aber das ist in Ordnung. Dafür hat man mehr Spaß und ist einfach happier im Alltag. Genau, also erste große Thema, Persönlichkeit. Zweiter Punkt, Sport, damit also ganz allgemein gemeint Training, nur diese ganze Fitnessrichtung und Hand in Hand geht damit dann auch das Thema Ernährung. Da werde ich natürlich viel zu machen. Da habe ich jetzt, ich trainiere seit 2018, also intensiv, sodass ich wirklich keine Trainings mehr ausfallen lasse, sondern mich an meinen eigenen Plan halte und da immer wieder weiter Gas gebe. Und ja, da habe ich ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Habe auch noch viele Bilder von früher, wie ich früher ausgesehen habe und wie es jetzt ist mittlerweile. Auf Insta zum Beispiel, Instagram mache ich jetzt ja schon einiges, wo ich Sachen mal zeige und da werde ich hier auch ein paar Videos machen, um mal zu zeigen, was ist passiert, was habe ich gemacht, wie bin ich da hingekommen, was war mein Weg, welche Fehler kann man vielleicht vermeiden. Und ja, mir ist auf jeden Fall bewusst, dass es da draußen auf YouTube schon ungefähr 180 Millionen Channels gibt zum Thema Fitness und Ernährung und allem drum und dran. Ich denke, dennoch habe ich da vielleicht nochmal einen etwas anderen Ansatz zu dieser Thematik. Ich möchte es insgesamt sehr einfach halten. Ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt dort sportwissenschaftlich auf jeden einzelnen Muskel irgendwo eingeht und sagt, hey, du musst so und so. Nee, das sehe ich nicht als meine Aufgabe, sondern ich möchte was leicht Umsetzbares liefern, weil das hat mir zum Beispiel am Anfang komplett gefehlt, dass ich was habe, was ich einfach leicht umsetzen kann im Alltag, wo ich nicht mich drin verliere, mich zu sehr mit beschäftigen muss, sondern ganz kleine, einfache Tipps, die einen riesen Effekt haben werden. Ja, das ist insgesamt zu diesem Thema, zu diesem Bereich die Idee dahinter. Und ganz konkret, um es nicht zu weit auszudehnen, ich werde Workouts zum Beispiel zeigen, ne, Trainingspläne mal durchgehen, wie kann man das gestalten, dass es besser passt, wie kann man das an seine Lebensumstände anpassen. Der eine vielleicht hat 6 Tage die Woche Zeit zum Trainieren, der andere hat vielleicht nur 2, 3 Tage die Woche Zeit und so, dass es für jeden passt. Ähm, Wir können einzelne Übungen durchgehen zum Beispiel, da kann ich viel zeigen. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bräuchte für zu Hause eine coole Übung, damit ich die Brust trainieren kann. So, und ich habe die und die Möglichkeiten oder auch keine Möglichkeiten. Was kann man dafür machen? Wie kann man sich daran tasten? Auch je nachdem, auf welchem Level man ist aktuell. Ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Der eine trainiert vielleicht selber schon 2, 3 Jahre, kann trotzdem noch was mitnehmen. Ein anderer will gerade erst anfangen, hat noch nie was mit dem Thema Sport zu tun gehabt. Dass ich da auf verschiedenen Level die Leute abholen kann. Genau. Und klar, Ernährung.
Sei es Rezeptideen, sei es wie schaffe ich es abzunehmen, wenn ich Bock habe abzunehmen, wie schaffe ich es Muskeln aufzubauen, was muss ich ernährungstechnisch dabei beachten. Das wird auch natürlich ein großer Bereich. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne auf meinem Instagram vorbeischauen, weil ja, da fast täglich oder ziemlich oft gebe ich da irgendwelche kleinen Inputs und poste irgendwelche Sachen, die auch einfach ein bisschen Motivation geben können, weil hey, Sport, da braucht man am Anfang, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, einiges an Motivation, damit man da bei der Sache bleibt, weil konstant immer wieder kontinuierlich weiterzumachen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Inhaltlich ist es gar nicht so wichtig. Am Anfang kann man fast machen, was man will, solange man dabei bleibt. Da geht's voran. Perfekt, zweiter Bereich, der ist natürlich recht umfangreich, weil ich da viel mitgeben kann. Dritte Thema, Lifestyle. Was versteckt sich denn bitte hinter Lifestyle? Da denke ich an Sachen wie, der Channel soll sich ja auch an jüngere Leute richten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben, bisher vielleicht noch von den Eltern Sachen gekauft bekommen haben. Ne? Und ging ja auch so, mein Gott, ich habe den Großteil meines Lebens von Mutti meine Klamotten bekommen. Ja, und das sah dann auch aus wie die Klamotten von Mutti. Es ist okay, wenn man noch jung ist, aber ab einem gewissen Punkt, da will man auch seinen eigenen Style finden. Zum Beispiel, hey, ich bin rumgelaufen mit T-Shirts, die viel zu eng gewesen sind, ja, wo man sagte, was hat der vor mit seinem T-Shirt, wo die Farben völlig crazy zueinander zusammengewürfelt waren. Ja, da habe ich viel mitnehmen können. Grüße gehen raus an Kevin. Dankeschön dafür. Der hat mich mal ordentlich eingekleidet damals und seitdem habe ich da ein bisschen einen besseren Überblick, was ich vielleicht kombinieren kann und so weiter. Ja, das heißt, über Klamotten kann ich da ein paar Videos machen. Über Tattoos, das wird auch ein Thema sein. Ich meine, ich habe jetzt ja doch ein bisschen was an Tattoos ansammeln können mittlerweile. Und da geht es jetzt nicht so sehr darum, wo lässt man ein Tattoo machen, wobei dazu kann ich auch was sagen. Aber nee, da geht es auch einfach um den ganzen Spirit mit dahinter. Was ist das Lebensgefühl dahinter? Und ja, das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt. Beim Thema Tattoos, da werde ich natürlich auch viel über mich erzählen, weil alle meine Tattoos haben eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Klar, ich finde die auch schön und habe immer geguckt, dass es ästhetisch mir gefällt. Und es ist aber viel, viel wichtiger, was dahinter steht. Ich bin für mich ein wandelnder Merkzettel geworden mittlerweile, wo ich mich jeden Tag daran erinnern kann, worauf ich Bock habe. Und jo, das heißt, zum Thema Tattoos, da kann eigentlich jeder reinschauen, auch wenn man nie vorhat, sich ein Tattoo machen zu lassen, weil da wird es inhaltlich auch so ein paar richtig gute Sachen mitgeben. Genau. Dann, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Haare. Ich hatte auf Instagram jetzt letztens ein Video gepostet, nachdem ich mir selbst die Haare geschnitten habe. Ich kann mir seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren selbst die Haare machen, schneiden und so weiter und so fort. Und ist eine coole Sache. Man kann es ausprobieren, kann mal ein bisschen auch Geld sparen, Zeit sparen. Und hey, wie geil ist das denn, wenn man sagen kann, wisst ihr was, ich schneide mir selbst die Haare. Und du? Du musst auf den Friseur warten, ist gut während Corona. War halt kein Problem, konnte ich dann einfach selber machen. Und ja, dazu kann man nicht mehr sagen. Ich habe vor einem halben Jahr oder so gelernt, dass man seine Haare auch föhnen kann und dann in Form bringt zum Beispiel. Weiß nicht, vielleicht bin nur ich so, dass ich manche Sachen einfach gar nicht peile, aber wer weiß, vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen was mitnehmen an der Stelle. Zum Thema Autos kann ich was erzählen. Also in dem Bereich, da gibt es auch einiges mitzunehmen, Lifestyle. Das war der dritte Bereich. Vierter Bereich, jetzt wird's witzig, Dating und Beziehungen. Nicht schmunzeln, das hat durchaus einen tieferen Hintergrund. Ich sehe es nämlich so, vielen Leuten ist es wichtig, einen Partner zu haben, teilweise auch einen Partner fürs Leben zu finden. Und ihr kennt unter Umständen diese Beispiele, wo ihr euch denkt, so, da sind zwei Leute zusammen, warum sind die zusammen? Die passen gefühlt gar nicht, die wirken nicht wirklich harmonisch und ja, da mal ein bisschen die Hintergründe beleuchten, weil über Freunde, Bekannte, über mich selbst habe ich auch viel mitgenommen über die Zeit in meinen 30 Jahren und da würde es mir sehr, sehr viel Freude bereiten, wenn ich dazu beitragen kann, wenn Leute einfach glücklicher sind. Weil es gibt kaum was Schlimmeres, finde ich, als wenn Leute unglücklich in einer Beziehung gefangen sind, weil das hat Auswirkungen aufs komplette Leben, ganz, ganz ehrlich. Und da kann ich auch einiges mitgeben, denke ich. Ich habe keinen Bock jetzt hier Beziehungen zu zerstören. Ich denke mir nur einfach, manchmal ist es auch besser, wenn man für sich erkennt, hey, das soll vielleicht doch einfach nicht sein. Und was fehlt einem da meistens? Die Kraft, um dann so einen Schritt auch zu gehen, einfach um für sich einzustehen und auch den anderen irgendwo dann glücklich zu machen. Klar, kurzfristig gesehen ist es erstmal scheiße für beide. Aber was ist denn besser, wenn man an irgendeinem Punkt erkennt,
dass es einfach nichts bringt und dann früher oder später, nachdem Zeit vergangen ist und die Wunden geheilt sind, dass man dann wieder fresh ins Leben starten kann und den Partner findet, der einen wirklich happy macht. Oder dass man sagt, ja, man ist jetzt schon so lange zusammen und man bleibt halt zusammen aus Gewohnheit. Da kann ich, denke ich mal, ein paar coole Sachen mit reingeben. Und was kommt, bevor man eine Beziehung hat? Man muss erstmal jemanden kennenlernen. Und dieses Kennenlernen, das kann manchmal ziemlich schwierig sein für den einen oder anderen. Und ja, Thema Dating-Apps, Thema selbstbewusstes Auftreten. Da möchte ich ein paar Videos zu machen, weil Dating-Apps sind meiner Meinung nach eine sehr coole Sache, wo man Leute kennenlernen kann, einen Partner finden kann. Dating-Apps können einen aber auch komplett zerstören vom eigenen Selbstwertgefühl. Wenn man keine Matches bekommt oder man hat dann mal ein Match und dann schreibt sie nicht zurück oder er schreibt nicht zurück und man macht sich tausend Gedanken im Kopf, was habe ich falsch gemacht, bin ich vielleicht kaputt, bin ich nicht liebenswert. Jeder ist liebenswert, alles gut. Und da will ich ein paar Tipps mit reingeben, wie kann man vielleicht sein Profil gestalten, welche Bilder könnten wichtig sein, wie ist man aber auch einfach locker, welche Themen kann man ansprechen. Ja, dazu ein paar Videos mit ein paar Beispielen oder so. Das dürfte auch sehr, sehr cool sein, denke ich mal. Ja, und wie gesagt, selbstbewusstes Auftreten ist mit das A und O. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man jemanden sieht und der sitzt dann so da, ich bin der Markus, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll und ich fühle mich selber auch nicht wohl, aber möchtest du mit mir mal dich treffen, vielleicht, eventuell? Wenn man so drauf ist, dann wird es schwierig mit dem Dating und einfach locker durch die Hose frei raus ist halt das Beste. Und wie man da hinkommt, das ist ein Weg, da gibt es Möglichkeiten und insofern, dazu habe ich Bock auch einiges zu machen. So, vierter Themenbereich ist durch, kommen wir zum fünften, Finanzen. Habe ja gesagt, bin Versicherungskaufmann seit einigen Jahren, oder hatte ich das schon gesagt? Ist ja auch egal. Bin seit 2013 Versicherungskaufmann und habe da die Ausbildung mitgemacht gehabt in dem Bereich. Das heißt, mit dem Thema Finanzen habe ich so das ein oder andere Mal schon zu tun gehabt und habe mich aber auch privat abseits dessen viel damit beschäftigt, weil es mich interessiert hat. Und was möchte ich da machen? Ich will zum Thema Versicherungen allgemeine Hinweise geben. Geht jetzt hier nicht darum, dass ich sage, ich bin Versicherungskaufmann, komm zu mir, ich bin der Beste. Darum soll es nicht gehen. Ich möchte allgemeine Tipps geben, Hilfestellungen geben, gerade wenn man jünger ist, habe ich mit festgestellt, hey, man hat vielleicht ein bisschen Info von den Eltern, aber viele kriegen auch von den Eltern keine Infos. Ja, und dann kommen Leute manchmal mit 25 oder 30 zu mir und sagen, Markus, ich habe mich noch nie um meine Versicherungen gekümmert. Was okay ist, wenn bis dahin noch nichts passiert ist. Manchmal kriege ich aber auch mit, da ist schon was kaputt gegangen. Und da möchte ich einfach so einen kleinen Überblick geben, dass man mal eine Idee bekommt, was könnte wichtig sein. Und wenn es dann um Detailfragen geht, irgendwelche individuellen Beispiele, das kann ich natürlich auf dem Channel nicht behandeln. Irgendwo in dieser Kanalbeschreibung steckt auch meine E-Mail-Adresse mit drin oder man kann mich, glaube ich, man kann mich auch auf Insta zum Beispiel auch einfach anschreiben dann. Wenn es da inhaltlich konkrete Fragen gibt, könnt ihr mich auch einfach mit anquatschen. Das geht genauso. Da habe ich Bock drauf. Steuern habe ich Bock drauf. Das hatte ich auch in der Ausbildung. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein Steuerexperte bin oder ein Steuerberater. Um Gottes Willen, ich will hier nicht sagen, das, was ich mache, ist zu 100% rechtlich toll. Ich denke aber, ich kann gute allgemeine Hinweise geben, worum man sich kümmern kann, was wichtig sein kann, die man dann besser nutzen kann, zum Beispiel mit einem Steuerberater. Wofür ist das alles da? Weil, hey, beim Thema Steuern, wenn man arbeitet oder auch noch in der Ausbildung ist, das ist geschenktes Geld teilweise. Und was gibt es Besseres als geschenktes Geld mit teilweise recht wenig Aufwand? Ne? Also darum soll es auch gehen. Und den dritten Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben hatte, ist Thema Geldplanung oder Umgang mit Geld. Gerade wenn man jung ist, das erste Geld kommt rein, da geht es ganz schnell, dass die ganze Knete genauso schnell wieder weg ist, wie sie reingekommen ist. Und da gibt es Mittel und Wege, wie man sich organisieren kann, wie man sich einen Überblick verschafft, wie man seine Ziele erreicht. Wenn man Bock hat, ein Auto zu kaufen irgendwann, wenn man Bock hat, eine Weiterbildung zu machen, was auch immer. Wie man langfristig seine Ziele erreicht. Das Thema Hausbau vielleicht mal irgendwann angehen möchte. Da fängt man nicht mit 30 oder 40 an, ich möchte ein Haus haben, sollte ich mal anfangen zu sparen. Das macht man am besten, wenn man jung ist. Und in diesen Bereichen, wie organisiert man seine Konten, Tagesgeldkonten, einen Notgroschen aufbauen, da kann ich auch einiges mitgeben. Ja, das sind die 5 Bereiche: Persönlichkeit, Sport, Lifestyle, Dating und Beziehungen und Finanzen. Dazu werden viele Videos kommen. So, das war sehr umfangreich. Und ich hoffe, das hat schon mal einen konkreteren Überblick gegeben, wie es genau weitergehen soll. Und ich werde dann gucken, jetzt je nachdem, wie es die Zeit zulässt, weil
ich bin auch am Arbeiten, wer hätte es gedacht, werde ich immer gucken, dass ich nach und nach Videos zu diesen einzelnen Themen bringe, immer abwechslungsreich. Und ja, wenn ihr Bock habt, schreibt auch in die Kommentare, falls euch zu den einzelnen Unterpunkten nochmal was einfällt, irgendein Thema, was euch brennend interessiert, kann ich bestimmt auch ein Video zu machen. In diesem Sinne, ich denke, das war auf jeden Fall heute schon mal ganz cool, ein bisschen hilfreicher. Und ja, seid gespannt, checkt mein Insta aus, da werdet ihr auch immer noch ein paar Infos bekommen. Und bis dahin würde ich einfach mal sagen, let's fucking go.